Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Sunscreen Sunday. Heute zeige ich euch die Abib Heart Leaf Sun Essence in Aktion. Und falls ihr weitere Vorschläge für Sonnencremes haben solltet, dann schreibt sie doch bitte unten in die Kommentare. Ich habe mir bereits 1 Gramm dieser Sonnencreme abgewogen, weil das die Menge ist, die man im Gesicht auftragen muss, um den deklarierten Schutz von SPF 50+ zu erreichen und dem entsprechend gekennzeichneten UVA-Schutz von mindestens 16. Gut, dann lasst uns jetzt mal das gute Stück auftragen. Ich habe mir bereits 1 Gramm davon abgewogen. Das entspricht ungefähr 2 Droppern. Und das trage ich jetzt auf mein Gesicht auf. Ich muss schon sagen, dass der Alkohol zu Anfang recht wahrnehmbar ist. Also es erzeugt definitiv diesen Verdunstungseffekt, also diese Verdunstungskälte, und man riecht ihn auch, aber das verschwindet relativ fix und ich finde auch, dass das Ganze über den Tag hinweg überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Und wie ihr erkennen könnt, lässt sich die Sonnencreme ohne Probleme verteilen. Sie ist überhaupt nicht bremsig und auch sehr, sehr angenehm vom Hautgefühl. Und ich kann sie auch tatsächlich im Augenbereich tragen. Da brennt nichts. So sieht das Finish nach dem Auftrag aus. Ich denke, ihr könnt ganz gut erkennen, dass es so einen leicht glänzenden Effekt hat. Aber die Sun Essence fühlt sich überhaupt nicht ölig oder fettig oder schwer an, sondern sie ist relativ leicht und hat einen leicht pflegenden Effekt. Deswegen glaube ich, dass sie perfekt ist für Menschen, die eine eher trockene bzw. Mischhaut haben. Ich denke, Leute mit einer öligeren Haut werden dieses Finish nicht so gern haben und man merkt sie halt auch einfach auf der Haut. Also man merkt diesen pflegenden Effekt und ich weiß, dass das nicht für alle gut funktioniert. Ich muss sagen, dass ich das Produkt sehr, sehr gerne mag, vor allem für den Alltag. Es brennt nicht in den Augen, es lässt sich easy verteilen, es ist total unkompliziert und ich vertrage es trotz des enthaltenen Ethanols richtig, richtig gut. Ich habe es, wie gesagt, seit über einem Monat in Verwendung und finde es einfach großartig und extrem unkompliziert. Aber ich glaube nicht, dass die Sun Essence für mich persönlich im Sommer gut funktionieren wird, weil sie doch diesen leichten Pflegefilm hinterlässt und diesen pflegenden Effekt hat, den man schon auf der Haut spürt. Und das wird mir definitiv für den Sommer und für richtig, richtig heiße Tage too much sein. Aber für den Herbst und den Winter ist es definitiv perfekt. Was ich allerdings kritikwürdig finde, ist, wie die Auftragsmenge von bestimmten Online-Shops kommuniziert wird. Denn hier und da kann man irgendwas von 2 Tropfen lesen, die man auf seine Haut auftragen soll. Aber ich denke, ihr konntet genau sehen, dass es 2 volle Dropper, also 2 volle Pipetten sein müssen, um 1 Gramm zu erhalten und eben auch den deklarierten Schutz zu bekommen. Ich will euch bloß noch mal fix zeigen, dass die Sun Essence nicht klebt. Ich habe die jetzt mittlerweile seit über 20 Minuten drauf. Und ja, ich denke, ihr könnt es ganz gut erkennen, dass meine Finger nicht an meiner Haut haften bleiben. Ich will euch nur noch mal kurz den optischen Unterschied zwischen der Abib Heart Leaf Sun Essence und einer rein mineralischen Sonnencreme zeigen. Ich finde das einfach sehr, sehr hilfreich, um den Weißel-Effekt noch mal einschätzen zu können, also diesen weißen Schleier, den manche Sonnencremes hinterlassen können. Das hier ist die Abib Heart Leaf Sun Essence. So sieht die aus. Und das hier ist eine rein mineralische Sonnencreme, also eine, die komplett auf anorganischen UV-Filtern basiert. Ich denke, man kann den Unterschied ganz gut erkennen. Das hier ist Abib und das hier ist eine rein mineralische Sonnencreme. Ich hoffe, der heutige Sunscreen Sunday hat euch irgendwie weitergeholfen und falls ihr euch für die Sun Essence interessieren solltet, ich verlinke euch das Produkt selbstverständlich unten in der Infobox und wenn ihr den letzten Sunscreen Sunday verpasst haben solltet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!